Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 6. Episode unseres Abenteuers Die Arbeiten des Herkules. Ja, und bei der 6. Episode dieses Abenteuers gründen wir unsere letzte Kolonie, Ephesos, an der Küste von Kleinasien und wir schauen mal, was man uns dazu zu sagen hat. Händler aus der Amazonenstadt Cyme haben ihnen von diesem Fleck berichtet, der genauso ist, wie sie ihn beschrieben. Reich an Kupfererz. Noch nie ist jemand aus Griechenland bis in diese Gegend vorgedrungen und man munkelt, dass die Hauptstadt der Amazonen in der Nähe läge. Wenn die Götter erfahren, dass sie diese Stadt gefunden haben, könnte einer sie bitten, noch etwas zu finden. Ja, diese Episode trägt den Titel Die Welt der Amazonen und wir sind auch im Gebiet der Amazonen, wo wir unsere Kolonie gründen. Wir werden einen Quest erfüllen müssen und wir müssen 18 Bronzebarren und 8 Holzbretter für die Heimatstadt zur Verfügung stellen. Ja, und dann schauen wir uns doch mal die Karte an, wo wir Ephesos gründen werden. Auch hier wieder obligatorisch in den Pausenmodus und bei der Übersicht die Minimap. Ja, wir haben hier im Westen die Küste. Gehen wir weiter Richtung Süden. Ja, haben wir hier also entsprechend den Verlauf. Und wir haben hier Seeigelvorkommen. Okay, dann können wir das schon mal als Nahrungsmittel produzieren. Gehen wir mal wieder Richtung Osten. Haben wir hier die Landmasse, ja, und hier auf diesem Berg haben wir unser Kupfervorkommen und hier auch nochmal. Haben wir noch mehr? Ja, hier oben haben wir auch nochmal Kupfervorkommen. Also jede Menge Kupfer. Und dann geht man hier im Westen zurück zur Küste. Ja, auch hier die Karte ist nicht so groß. Aber ich denke mir mal, wir brauchen auch nicht so eine große Stadt zu gründen. Schauen wir mal, was wir produzieren können. Bei der Landwirtschaft haben wir tatsächlich nur Seeigelkais. Okay. Bei Gewerbe haben wir die Gießerei. Hier haben wir alles. Hier auch. Hier auch. Brücken brauchen wir nicht zu bauen. Bei der Kultur haben wir alles. Bei der Mythologie haben wir nichts. Beim Militär haben wir nichts. Und bei der Ästhetik haben wir wieder nur Säulen und Parkanlagen und bei den Erholungsgebieten die Bank und das Gartenhaus. Ja, verschönern können wir unsere Stadt jetzt nicht so sehr, ist wahrscheinlich auch nicht nötig. Ja, der Plan ist wie folgt. Hier auf diesem großen Areal werden wir unser Wohngebiet konzipieren und dann entsprechend mit der Produktion von Bronze beginnen. Wer würde denn Bronze kaufen? Schauen wir mal kurz auf die Weltkarte. Ja, Ephesos ist hier in der Nähe der Stadt Cyme und wir haben alle entsprechenden Handelspartner. Jetzt wollte ich mal gucken, wer denn jetzt hier Kupfer kauft. Cyme auf jeden Fall nicht. Ja, Lemnos wird uns ja die 10 Marmorplatten als Tribut zahlen. Der Berg Peleion ist übrigens ein Rivale geworden in der letzten Episode. Eleusis kauft auch keine Bronze. Aber wir haben einen neuen Verbündeten, nämlich Nemea. Und die kaufen Bronze. Das ist sehr gut. Gut, dann haben wir unsere Heimatstadt. Kauft auch Bronze. Ah, gut. Lerner. Oh, damit können wir jetzt nicht viel anfangen. Ja, und der Berg Malea ist in der letzten Episode ja auch ein Rivale geworden. Gut, also Nemea und unsere Heimatstadt Tyris kaufen die Bronze. Gut, hier ist der Emigrationspunkt. Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt und bauen unser erstes Wohngebiet auf. Ja, wir haben hier unser typisches Wohngebiet in der Koloniebauweise errichtet, etwas größer. Wir haben jetzt hier doch 9 Parzellen in Reihe. Deswegen habe ich hier auch 2 Brunnen gebaut und auch schon den Architekten platziert. Ja, wir können den Pausenmodus jetzt aufheben und natürlich wieder hier bei Gewerbe die Prioritäten bei Gesundheit und Sicherheit auf Hoch setzen. Ja, das ist uns klar. Ich
denke mir mal, da kommen schon unsere neuen Bürger, die haben es jetzt wirklich nicht weit. Ja, der Plan ist wie folgt: jetzt erstmal etwas Nahrungsmittel produzieren und dann werden wir uns mit der Bronzeproduktion beschäftigen. Ja, und wir haben natürlich wieder vergessen, ein Warenlager zu bauen für unsere Tribute. Wir kriegen ja Olivenöl und wir kriegen Marmor. Naja gut, das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Im nächsten Jahr haben wir, glaube ich, auch ein Warenlager, um diese Produkte aufzunehmen. Wir werden jetzt erstmal Seeigelkais errichten. Da passen nämlich hier 3 Stück hin. Das ist sehr schön. So, und dann führen wir den Weg mal direkt weiter. Jetzt kann hier alles weg. Na. Mittlerweile schon 100 Personen in unserer Kolonie Ephesos. Und das kann ja auch alles weg. Hier könnten wir auch noch welche hinsetzen. Seeigelkais natürlich. Na, warum klappt das denn hier nicht so? Okay. So funktioniert es. Dann machen wir hier einen Loop. Und dann können wir hier auch nochmal welche bauen. Ja, das passt doch super. So, jetzt haben wir aber auch genug. Dann brauchen wir hier auch einen Architekten. Der kann hier hin. Und natürlich brauchen wir Sperren. So, dann errichten wir aber auch direkt schon das Silo. Das kann jetzt hier hin. So, da wird auch schon die ersten Seeigel zum Silo gebracht. Zeit für den Lebensmittelhändler. So, und dann bauen wir mal hier die Warenlager auf. So, dieses Warenlager kann jetzt später Wolle aufnehmen. So, und dann haben wir hier noch ein Warenlager, das kann jetzt Olivenöl und auch den Marmor annehmen. So, dann baue ich hier doch noch einen Architekten auf, das ist mir lieber. So, die Marktfrau hat es auch nicht weit. Dann können sich hier die Wohnhäuser jetzt auch weiterentwickeln. Ja, unsere Bürger sind mit Nahrungsmitteln versorgt worden und wir haben auch jetzt jede Menge neue Bürger in unserer Stadt. Wir brauchen aber trotzdem noch jede Menge neue Bürger. Dann würde ich sagen, parzellieren wir nochmal hier einen Teil. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass Themyskyra entdeckt worden ist. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt richtig ausgesprochen haben. Wo liegt denn Themyskyra? Ah, hier in Kleinasien. Okay, können wir noch nichts zu sagen. Gut, parzellieren wir mal hier noch ein paar Parzellen aus. Ja. Oh, verklickt. Ja, weg mit dir. So. Gut, ja, wir brauchen ja auch noch ein paar Papiere. Oh, hier ist ein Seeigelkai eingestürzt. Jetzt überlege ich gerade, ob wir hier ein Pier bauen können. Wir brauchen ja das Pier von unserer Heimatstadt. Ach, das passt ja leider nicht hin. Würde das denn hier hinpassen? Mal den Weg hier wegnehmen. Ja, hier passt es hin. Dann machen wir das so. Und dann führen wir das. Liebstes sterbliches Wesen, hol mir, was ich haben will. Ja, wir kriegen den Quest von Artemis gestellt, der Gürtel der Amazone.
Liebstes sterbliches Wesen, holen Sie mir das Ding, das ich haben will. Hippolyta, die Amazonenkönigin, besitzt einen Gürtel, der seinem Träger große Macht verleiht. Ich, Artemis, will diesen Gürtel für mich haben. Finden Sie Herkules und bitten Sie den Helden, die Amazonen zu überzeugen, dass sie mir den Gürtel überlassen. Okay, einer der Arbeiten des Herkules, nämlich das Herbeibringen des Gürtels der Königin der Amazonen, Hippolyta. Gut, damit müssen wir aber erstmal noch ein bisschen warten. Erstmal bauen wir jetzt hier weiter. So, ja, das ist mir klar. Passt hier ein Architekt rein? Ich glaube, ja. Ach, das ist doch schön. Dann haben wir das hier gesichert. So, dann führen wir das hier weiter. So, wir können bei unserer Heimatstadt Bronze verkaufen. Und natürlich das Olivenöl, was wir als Tribut bekommen. Das ist gut. Ja, und Eleusis kauft ja Marmor, den wir auch bekommen. Das passt doch gut. Das ist auch wieder ein Pier. Ah, da passt ein Pier hin. Dann verbinden wir das mal so. Und dann können hier noch Seeigekais hin. So, hier können wir den Marmor verkaufen. Ja, die Wege sind leider alle etwas weit, weil wir hier immer verstreut unsere Produktionsstätten und Handelsposten bauen müssen. Ich werde jetzt erstmal ein Gymnasium schon bauen. Das kann hier hin. Dann entwickeln die sich hier auch weiter. So, und hier werde ich eine Straße rausbauen, weil hier kommt nachher unser Stadtpalast hin. So, und den Stadtpalast, den können wir eigentlich schon bauen. Ja, wir brauchen zwar noch ein bisschen was. Nee, wir müssen erstmal unsere Klinik bauen. Die Gesundheit nimmt nämlich ab. Das machen wir hier. So, und dann kann hier auch noch eine Sperre hin. So, dann können wir das hier aber fertig parzellieren. Ach, das passt jetzt nicht so. Ah, dann machen wir das anders. Dann bauen wir sie so. Das geht auch. Und die Sperre hier weg. So, hier müssen aber Sperren hin. Ja, und dann sieht das doch schon richtig gut aus hier. Ja, wir haben auch schon 500 Personen jetzt in unserer Stadt. Ja, ich glaube, bevor wir den Stadtpalast bauen, beginnen wir mit der Bronzeproduktion. So, hier ist unser Kupfervorkommen. Das ist natürlich ganz woanders. Wie bauen wir das jetzt? Gut, hier haben wir auch noch die Möglichkeit, Seeigekais und auch Piere zu bauen. Ich würde jetzt die Straße mal hier hochführen. Och, ist das weit weg. Na gut. Ja, ich habe die Straße jetzt mal hier so gebaut. Das ist zwar sehr weit weg, aber auf jeden Fall nah an unseren Kupfervorkommen. Und dann baue ich jetzt mal hier 3 Gießereien mit einem Architekten natürlich auch versehen. Sperre. Ja, dann würde ich jetzt tatsächlich das Lagerhaus für die Bronze direkt hier dran bauen.
So, hier kann die Bronze jetzt angenommen werden. Ja, und hier wird jetzt Bronze verkauft. Das ist nicht gut gewählt. Das müssen wir tatsächlich anders bauen. Und zwar muss hier das Pier von Eleusis hin. Ach, jetzt komm. Jetzt baue ich gefälligst auf. So. Weil den Weg, dieses Pier zu beschicken, kürzer ist. Hier wird ja nur Marmor verkauft. So, und ja, und unsere Heimatstadt Tyrians fordert auch schon Bronze an. 9 Bronzebarren in 6 Monaten. Oh, gut, dass wir damit jetzt begonnen haben. So, dann kann das Pier nämlich hier hin. Oh, wir haben schon das neue Jahr. Wir können jetzt unsere Tribute annehmen. Wunderbar. So, dann bauen wir nämlich das Pier von unserer Heimatstadt hier hin. Dann ist der Weg nicht so weit. Entsprechend hier Bronze einzuladen. So, das Olivenöl können wir hier auch verkaufen. Das ist zwar jetzt ein bisschen weiter weg, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das kriegen wir ja nur einmal im Jahr. So, hier muss aber jetzt eine Sperre hin. Ja, mussten wir leider etwas wieder umbauen und Geld unnütz ausgeben, aber das ist nun mal jetzt leider so. Wir könnten aber hier unsere Heimatstadt mal um etwas Geld bitten. Dankeschön. Damit wir nachher noch weitere Gießereien aufbauen. Wir müssen nämlich auch jetzt ein bisschen Wolle entsprechend einkaufen. Ich hätte eigentlich Wolle fordern sollen, aber egal. Jetzt verkaufen wir erstmal hier Olivenöl und auch die Marmorplatten. So, und da ist es natürlich jetzt auch wieder so, dass diese Warenlager verkehrt eingestellt sind. Hier muss die Wolle angenommen werden und hier Marmor und Olivenöl. Das ist die sogenannte Feinjustierung, die wir hier vornehmen. Aber ich glaube, da wird auch schon jetzt unser Marmor verkauft. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Ja, und die Bronze müssen wir natürlich jetzt erstmal hamstern. Deswegen will ich den Verkauf hier mal stoppen. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Oh ja, wir haben jede Menge Arbeitslose. Dann können wir doch nochmal 2 Gießereien bauen hier. Das Geld haben wir ja jetzt durch den Verkauf von Marmor erwirtschaftet. Ja, und wir kriegen auch nochmal Geld. Diesmal kriegen wir 1000 Drachmen von unserer Heimatstadt. Vielen Dank. Damit kann ich jetzt hier meinen Stadtpalast bauen. Der kommt jetzt hier hin. Sehr schön. Dann können wir den Weg hier rumbauen. So, dann brauchen wir hier natürlich auch einen Architekten. Und wir können das Steuerbüro schon errichten. Und das kommt dann jetzt hier hin. Passt doch alles wunderbar. Ja, Nahrungsmittel haben wir auch mehr als genug. Das sieht auch gut aus. Arbeitsmarkt sieht gut aus. Ja, dann werden wir jetzt nochmal weitere Gießereien bauen. Eleusis verkauft weniger Wein. Das ist schade, weil wir brauchen den Wein ja noch für unseren Helden Herkules. Ja, vielleicht sollten wir Eleusis Bronze schenken und schon mal Wein nachher anfordern. Wir bauen schon mal ein Warenlager für Wein. So, ja, wir haben noch 3 Monate Zeit, bis wir die Bronze unserer Heimatstadt zur Verfügung stellen müssen. So, und dann werde ich jetzt hier in unserem Wohngebiet auch noch hier diese Straße rausziehen. Warum?
Hier kommt später unser Stadion hin. Das brauche ich ja. Na, verklickt. So. Das brauche ich ja für unseren Helden Herkules. Hier unsere Bronzeproduktion läuft wirklich super. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch die 9 Baren Bronze zur Verfügung. Können wir verschicken. Bitteschön. So, jetzt können wir auch die Bronze verkaufen. Können wir hier entsprechend den Verkauf starten. Sehr gut. Ja, dann kaufen wir jetzt ein bisschen Wolle ein. 8 Einheiten. Dieses Warenlager holt natürlich jetzt die Wolle, aber bitte keine 32, sondern 12 Einheiten. So, wer kauft denn noch Bronze? Hatte ich doch eben gesagt. Ja, Tyrion schätzt uns mehr, das ist sehr schön. Dann kannst du uns doch bitte auch Wolle geben. Dankeschön. Dann möchte ich aber hier das etwas erhöhen. Ich weiß ja nicht, was man uns schenkt. 20 Einheiten. So, wer kauft denn noch unser Bronze ein? Ach, das war Nemea gewesen. Okay, ja, den Handelsposten können wir hier hinbauen. Und dann verkaufen wir die Bronze. Ja, die Entfernung ist etwas suboptimal, das muss man wirklich sagen, aber ich denke mir mal, so kriegen wir das ganz gut hin. Ja, das ist mir klar. Wir könnten jetzt hier nochmal die Parzellen ausweisen. Ja, bauen wir das so. Können wir hier Säulen bauen. Das finde ich gar nicht schlecht. So. Ja, verschaffen wir uns einen kurzen Überblick über die Gefahren mal eben. Das sieht soweit gut aus, das sieht auch gut aus, das sieht nicht gut aus. Das habe ich mir fast gedacht, deswegen bauen wir hier einen Architekten noch auf. Ja, und das ist auch alles gut. So, 21 Arbeiter brauchen wir, beziehungsweise es sind noch 19. So, wir haben die erste Wolle im Warenlager. Dann können wir jetzt auch hier auf der Agora den Wollhändler aufbauen. Und wir kriegen 12 Stränge Wolle. Wunderbar. Ach, guckt euch das an. Da haben wir mehr als genug erstmal. Und da kommen sie auch gerade schon, unsere Handelsschiffe aus unserer Heimatstadt. Da können wir den Einkauf von Wolle direkt mal stoppen. Ja, jetzt verdienen wir mal richtig gut Geld. Ja, und ich finde, wir haben wieder eine nette, kompakte Kolonie hier gebaut. Das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Ich denke mir mal, wir werden unsere Kolonie nicht ganz so weit entwickeln müssen. Wir brauchen 1500 Einwohner für unseren Helden. Aber ich denke mal, wenn wir das maximal hier Haus. Na, ich denke mal, wir bauen noch eine Entwicklungsstufe weiter aus. Dafür brauchen wir aber, glaube ich, etwas Attraktivität. Das ist kein Problem. Wir bauen hier Parkanlagen hin. Dann klappt das. Ja, ich würde mal sagen, wir bauen jetzt die Heldenhalle des Herkules. Das werde ich aber jetzt hier ein bisschen anders machen. Und zwar bauen wir die Heldenhalle direkt hier an unseren Stadtpalast. So. Bauen jetzt hier den Architekten auf. Ja, und wir brauchen natürlich wieder ganz viel Kultur. Nämlich hier, ja, bevor ich hier was bauen kann, kriegen wir die Mitteilung, dass Themyscira blüht und gedeiht. Oh, das ist sehr schön. Gucken wir gleich mal nach. Aber jetzt baue ich erstmal hier meine Gymnasien auf und dann brauchen wir
schon mal die Philosophenschule und auch die Schauspielschule. Und wir haben mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Kolonie Ephesos. Ja, ich glaube, die 1500 kriegen wir gut hin für Herkules hier. Der hat schon mal hervorragenden Zugang zum Gymnasium. Oh, wir brauchen den Wein. Ja. Wir errichten jetzt hier schon mal ein Podium. Ja, und wir können jetzt tatsächlich hier das Stadion bauen. Und das mache ich aber etwas anders. Und zwar machen wir hier ein bisschen mehr Platz, nämlich so. Führen das jetzt hier so rum. Und verbinden es hiermit. Dann können unsere Karrenschieber nämlich hier eine kleine Abkürzung nehmen. So, dann bauen wir jetzt hier aber auch 2 Architekten auf. So, das gefällt mir aber eigentlich recht gut hier. Sperre kann hier hin. Obwohl die Architekten sind doof dort. Wir müssen das ja hier entsprechend... Nee, das müssen wir anders bauen. Das war zu schnell gedacht. Und zwar bauen wir... das so. Ja, so können wir das jetzt lassen. Dann haben wir hier das Stadion entsprechend gesichert, weil wir brauchen hier natürlich Verschönerungen, damit sich diese Wohngebäude überhaupt weiterentwickeln. So, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt für unseren Helden, ist natürlich das Theater. Das bauen wir aber später. Wir werden jetzt mal Eleusis um Wein bitten. So, und wie sieht es hier aus? Oh, jede Menge Arbeitslose. Dann brauchen wir weitere Gießereien. Ja, das können wir ja richtig gut ausbauen. Und neues Jahr, neue Tribute, Olivenöl und Marmor, können wir wieder schön verkaufen. So, hier brauchen wir auch nochmal Verschönerungen. Ja, sehr gut. Das wird der Endausbau sein unserer Stadt. Wie gesagt, wir haben bald die 1500 Einwohner erreicht und wir brauchen jetzt eigentlich nur noch die Theater für unseren Helden. Ja, die können wir auch jetzt bauen. Da bauen wir direkt 2 auf, nämlich hier. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wir haben nämlich kein Geld mehr gleich. Und wir kriegen 6 Amphoren Wein. Naja, ein bisschen was, nicht viel. Ja, ich glaube, ich führe den Weg hier so weiter. Das ist dann doch etwas einfacher für unsere Karrenschieber. Das können wir hier auch mal so bauen. Dann haben wir das hier so ein bisschen verkürzt. So, und ich hoffe, dass wir jetzt hier tatsächlich die 1500 Einwohner auch bekommen. Wir müssen hier nochmal ein paar Verschönerungen durchführen, damit sich dieses Wohnhaus auch weiterentwickelt. Ja, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Ja, und wir haben die 1500 Einwohnermarke geknackt, die wir für Herkules brauchen. Dann brauchen wir auch unsere Wohngebiete nicht weiterzuentwickeln. So, mit den Arbeitslosen, die wir jetzt noch haben, werden wir unsere Bronzeproduktion weiter noch
hochfahren und gegebenenfalls auch nochmal Seeigelkais bauen. Aber ich glaube, das sieht sehr gut aus. Da brauchen wir jetzt erstmal nicht weiter dran zu denken. Okay, dann versetzen wir mal die Sperre hier hin und ich baue noch ein Warenlager für Bronze. Dann haben wir nämlich hier 2 Karrenschieber, die unterwegs sind. Und dann brauchen wir nochmal Gießerei. Ja, da haben wir aber hier wirklich eine richtig große Bronzeproduktion. Die ist Wahnsinn. Ja, und alle sind hier an diesem Vorkommen beschäftigt. Keiner geht hier diesen Berg hoch. Müssen wir da irgendwas frei machen? Nö, eigentlich nicht. Gut, Eloises, wir möchten jetzt Wein hier entsprechend kaufen bei dir. Oh, 12 Einheiten nur in einem Jahr, das ist echt wenig. Könnten wir dir was schenken? Ja, Bronze lohnt sich jetzt nicht. Drachmen lohnt sich auch nicht. Na, wir werden Folgendes machen. Wenn wir nachher genug Bronze in den Warenlagern haben, schenken wir mal Bronze und dann fordern wir nochmal Wein. So, die Stadtkasse sieht auch gut aus. Verschönern wir noch ein bisschen hier unsere Stadt. Ich glaube, wir haben Denkmäler. Naja, ein Denkmal haben wir. Dann setzen wir doch schon mal ein Denkmal hier hin. Ich hoffe, wir kriegen gleich nochmal ein Denkmal. So, und dann kann hier noch ein Gartenhaus hin. So, und da wird auch Wein schon eingekauft. Ja, das Kontingent haben wir schon komplett jetzt eingekauft, was uns dieses Jahr hier zur Verfügung steht. Gut, wir müssen noch eins der panhellenischen Spiele gewinnen. Ja, und wir brauchen den Wein noch. Aber ich sehe, dass die nemischen Spiele beginnen. Die Spiele der Athleten. Wir haben ja doch einige Gymnasien hier gebaut. Vielleicht schaffen wir das. Ja, in der Zeit bleibt mir nichts anderes übrig, als unsere Stadt zu verschönern. Einer meiner liebsten Beschäftigungen. Oh ja, wir haben doch jetzt einiges an Bronze im Warenlager. Ich glaube, jetzt könnten wir Eloises doch wenigstens ein mittleres Geschenk schicken. Und das tun wir mal. Und dann können wir gleich entsprechend nochmal Wein fordern. Ja, und eine tolle Nachricht. Unsere Athleten haben die nemischen Spiele gewonnen. Damit haben wir eines der panhellenischen Spiele gewonnen. Herkules ist erfreut darüber. Und wir haben noch ein Denkmal, was ich natürlich sofort hier hinsetze. Dann brauchen wir jetzt tatsächlich nur noch den Wein. Wer ist der Nächste? Ja, verschönere ich doch noch eben schnell das hier noch. Spielen, wenn ich keinen Speer habe. So. Ja, dann können wir noch Parkanlagen bauen. Na, wenn das kein schönes Kulturzentrum hier ist, dann weiß ich es auch nicht. Eloises dankt für das Geschenk, brauchte es nicht wirklich, aber es ist uns egal, weil jetzt können wir wieder Wein fordern. Dankeschön. So, hier werden wir jetzt Folgendes machen bei den beiden Warenlagern.
Die werden jetzt nur zur Hälfte entsprechend eingestellt, damit auch wirklich beide Warenlager genug mit Bronze beschickt werden. So, und ich habe ganz vergessen, dass wir noch einen neuen Handelspartner haben, nämlich den Verbündeten Themyscira. Ja, und dieser Handelspartner kauft bei uns Trauben und Wolle und verkauft Holz und Bronze. Naja, nicht so interessant für uns. So, Arbeitsmarkt sieht super aus, das kann so bleiben. So, dann hier auch nochmal Säulen. So, das sieht auch gut aus und das lassen wir jetzt auch mal alles so. Das Jahr ist bald vorüber. Wir kriegen bald wieder unsere Tribute. Wir haben jede Menge Bronze jetzt in unserem Warenlager. Ja, wir sollten noch mal gucken, dass wir etwas Wolle jetzt wieder einkaufen. Beziehungsweise könnten wir das noch mal fordern. Jawohl, machen wir. Das reicht auch dann an Wolle. Ich denke mir, unsere Episode nähert sich allmählich dem Ende. Wobei, wir müssten noch Holzbretter unserer Heimatstadt zur Verfügung stellen und 18 Bronzebarren. Na gut, die Bronzebarren sind nicht das Problem, aber das Holz. Bei wem können wir denn jetzt nochmal Holz kaufen? Nein. 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 Ach, da muss ich noch einen Handelsposten für Holz bauen. So, dann bauen wir tatsächlich den Handelsposten von unserem Verbündeten Themyscira. Gut, den errichte ich hier. So, und dann kaufen wir das Holz schon mal ein. Die 8 Einheiten. Ja, und Bronze, das brauchen wir eigentlich gar nicht großartig zu hamstern. Wir produzieren so viel hier. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Wie viel brauchen wir denn bitte? 14. Okay. Dann reißen wir hier eine Gießerei ab. Falls nicht, wird man eben philosophisch. Und dann passt das haargenau. Thürens fordert wieder Bronze an. 9 Bronzebarren können wir direkt verschicken. Und Eloyses gewährt uns noch den Wein. Ach, sehr schön. So, wie viel Wein haben wir denn jetzt? 24. Naja gut. Das neue Jahr hat begonnen. Wir können wieder unsere Tribute einhamstern. Ja, und wir kriegen nochmal jetzt von Eloyses Wein, den wir kaufen können. 12 Einheiten können wir kaufen, dann haben wir den Wein auch zusammen. Ja, passt doch wunderbar. Ja, Thüren schätzt uns mehr, hat ja auch Bronze bekommen und wir kriegen ja gleich noch Wolle, nämlich jetzt. Wunderbar, nochmal 12 Stränge, das reicht dicke. So, wir brauchen nur noch 8 Einheiten Wein. Dann können wir das hier noch entsprechend so einstellen, dass wir auch nur 8 einkaufen. So, und da wird auch schon entsprechend der Wein eingekauft. Sehr schön. Dann können wir hier entsprechend den Einkauf auch stoppen. Und wir können Herkules endlich rufen. Wunderbar, das tun wir. Oh, da ist der schöne Wein auch schon wieder weg. Ja, und wir haben das Holz auch schon im Handelsposten hier. Da können wir jetzt den Einkauf mal sofort wieder stoppen. Unsere Stadtkasse ist nämlich ganz schön in die Knie gegangen. Aber jetzt mit dem Export von Bronze sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Ja, und wir können entsprechend die Holzbretter zur Verfügung stellen. Ich bin Herkules und freue mich auf eine Herausforderung. Was soll ich tun?
Ja, Herkules, was kannst du tun? Den Quest der Artemis erfüllen. Und zwar den Gürtel der Hippolyta beschaffen. Bitte schön, mach dich mal auf den Weg. Ja, und da kommt er, aber ihr wisst ja, erstmal muss der Held seine Heldenhalle inspizieren und macht sich dann auf den Weg, seine Aufgaben zu erfüllen. Ja, wir werden jetzt warten, bis Herkules den Quest erfüllt hat und werden dann unserer Heimatstadt noch die Bronzebarren zur Verfügung stellen und haben damit dann auch diese Episode erfolgreich abgeschlossen. Ja, der Berg Malea fordert Wein, 3 Amphoren kriegt er natürlich nicht. Vielen Dank. Jetzt habe ich, wonach ich gesucht hatte. Ja, Herkules hat den Gürtel der Hippolyta beschafft und Artemis ist glücklich. Allerdings, wenn ich das hier so lese, die ehemaligen Besitzer werden von dem Diebstahl nicht gerade begeistert sein. Aber das interessiert mich nicht, die Feige. Okay, nun darf ein Denkmal zu meinem, der keuschen Göttin Artemis Ehren errichtet werden. Na gut, das werden wir aber noch zum Abschluss machen. Dann können wir hier doch die kleine Statue hinbauen. So. Dann machen wir das doch hier noch schön zum Abschluss dieser Episode. Ja, so kann es bleiben. Wunderbar. Wir verschicken die 18 Barren Bronze an unsere Heimatstadt und beenden diese Episode. Ephesus gedeiht und Artemis hat, was sie wollte. Aber jetzt ist die ganze Nation der Amazonen erbost über den Diebstahl von Hippolytas Gürtel. Diese wehrhaften Frauen werden ihnen bis ans Ende der Welt folgen und das Leben schwer machen. Ja, wie zu befürchten, haben wir nun den Zorn der Amazonen auf uns gezogen. Ja, und die nächste Episode ist auch die letzte Episode unseres Abenteuers, die Arbeiten des Herkules, und trägt den vielsagenden Namen Das Blatt hat sich gewendet. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, wenn wir dieses Abenteuer abschließen und sage Tschüss, euer Dominus.